Wir gehen jetzt, genau in diesen Tagen, in die energiestärksten Tage des Monats, wenn nicht sogar des Jahres oder darüber hinaus. Denn am 22.02.2022 ändert sich energetisch die Perspektive, und zwar die innere Perspektive in uns. Und umrahmt wird dieser besondere Energietag von zwei sehr kraftvollen Portaltagen. Zum einen von einem Eingangsportal an diesem Sonntag, das uns ins Feld aller Möglichkeiten führt. Dann folgt ein dreitägiger spiritueller Einweihungsweg und am Mittwoch können wir durch das Ausgangsportal schreiten, welches uns die Antwort auf alles geben kann. Und damit wir diesen besonderen Prozess bewusst erleben, habe ich dieses Video erstellt. Ja, fangen wir somit energetisch am Anfang an. Jetzt Sonntag öffnet sich das Portal des grenzenlosen Raums und der ewigen Zeit. Und diese beiden Kräfte, Raum und Zeit, sie erschaffen das Feld aller Möglichkeiten. Nun muss man allerdings wissen, dass im Feld aller Möglichkeiten sowohl positive als auch negative Ereignisse zu finden sind. Und energetisch befinden wir uns laut dem Maya-Kalender gerade in der Mitte einer Liebeswelle. Und genau diese Liebeswelle macht den Unterschied. Wenn diese Liebeswelle auf das Feld aller Möglichkeiten trifft, dann entsteht Magie. Und so ist Montag der Tag der Magie laut dem Maya-Kalender. Alles, was als negativ betrachtet wurde, kann sich jetzt durch diese Liebeswelle ins Positive kehren. Und hierbei können uns die Energie der Hohepriesterinnen unterstützen. Im Tarot ist die Nummer 2, die ja am 22.02.2022 sechsmal im Datum vorkommt, die Zahl der Hohepriesterinnen. Und die Hohepriesterinnen, die sitzen zwischen den Polaritäten, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen den beiden Säulen. Und was die Hohepriesterinnen geschafft haben, ist, diese beiden Seiten zu harmonisieren. Das heißt, sie bekämpfen nicht das Schwarze, sie befürworten nicht das Weiße, sondern sie bringen beide Kräfte in Balance, weil sie erkannt haben, dass wir uns in der Polarität befinden und es ist unmöglich, die dunkle Macht zu besiegen, ebenso unmöglich wie die lichte Macht. Der einzige Weg, der aus dieser Krise herausführt, ist, in Harmonie zu gehen, diese Kräfte in Balance zu bringen. Und das machen die Hohepriesterinnen, von denen sich jetzt sehr, sehr viele auf dieser Erde inkarniert haben. Und sie bringen ihre Energie gerade an diesem Tag am 22.02.2022 sehr stark ein. Insbesondere mit der Liebe, weil die 2 sechsmal in dem Datum vorkommt und die 6 ist laut dem Tarot die Liebe. Ja, und am 22.02. kommt auch noch ein ganz besonderes Krafttier in unser Feld, und zwar ist das der Adler. Der Adler, der Visionen hat und sein Ziel ganz stark fokussiert hat. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir das Lichte erkannt haben, aber auch das Dunkle. Leider sind viele von uns eben durch das Dunkle gegangen, um die beiden Seiten zu erkennen. Und jetzt, wo wir die beiden Seiten kennen, können wir uns bewusst für das Lichte entscheiden, weil wir jetzt erkennen, was wir sind, dass wir eben das Licht und die Liebe sind. Und das nehmen wir jetzt ins Visier. Und sobald wir uns darauf fokussieren, wird es auch seine Form annehmen auf dieser Welt. Und wenn die Liebe ihre Form annimmt, sprechen wir immer von dem Himmel auf Erden. Und am Mittwoch ist dann der zweite Portaltag. Es ist ein Portal, durch das wir durchschreiten können.
und das uns die Antwort auf alles geben kann. Wenn wir bewusst wahrnehmen, dass dieses Portal sich öffnet, können wir hindurchgehen. Und wenn wir durch dieses Portal der Antwort auf alles gehen, dann geht dabei unser Ego in Resonanz mit der Liebe. Und wenn unser Ego in Resonanz mit der Liebe geht, werden alle bisher offenen Fragen beantwortet. Denn die Liebe ist die Antwort auf alles. Wer in Liebe denkt, in Liebe spricht und in Liebe handelt, erschafft das Paradies. Und dafür sind wir alle hierher gekommen.